Also es gibt ein paar Konstanten in diesem Frausein und Mannsein. Das eine ist, dass es durchweg Frauen als Gegensatz zu Männern gesehen worden sind. Auch das kann man mal nachdenken, warum eigentlich? Das hat mit diesem binären System zu tun. Anderssein ist immer als Abweichung vom Mannsein definiert gewesen. Das zieht sich eigentlich auch durch alle Jahrhunderte hindurch. Das sehen Sie zum Beispiel an dem Umgang mit Homosexualität, dass die weibliche Homosexualität lange Zeit gar nicht als rechtlich verwerflich und entsprechend zu sanktionieren galt, wurde auch gar nicht wahrgenommen. Männliche Homosexualität sehr wohl und mit sehr harten Strafen, ja, zum Teil bis in die Bundesrepublik bis Ende der 60er Jahre hinein. Dieses binäre System, das sich hinter dieser Geschlechterordnung versteckt, das zieht sich ziemlich stark vor allem durchs Mittelalter und die Neuzeit. Im Altertum, da bin ich jetzt nicht ganz so versiert, wäre ich vorsichtig, da wissen wir zumindest aus den Arbeiten von Thomas Laqueur, dass sehr lange noch so ein Einsex-Modell vorherrschend war, dass nämlich doch Männer und Frauen gleich sind. Sie haben auch die gleichen Geschlechtsorgane, nur die einen nach innen gekehrt, also die Frauen, und die anderen nach außen. Das sind dann die Männer, aber sie sind eben ein Modell, nämlich ein Mensch, ein Sex, nur mit unterschiedlichen körperlichen Ausprägungen. Dieses Modell ist ganz klar in der frühen Neuzeit, Aufklärung und dann auch in der Moderne verworfen worden, hin zu einem Zwei-Geschlechtermodell, mit dem wir eben dieses binäre Modell, mit dem wir heute arbeiten. Die Verknüpfung von bestimmten Eigenschaften oder Bildern mit Männlichkeit oder Weiblichkeit hat sich schon verändert. Also ganz wichtiges oder sagen wir mal bildliches Beispiel dafür ist zum Beispiel die Körperform oder dieses Körperbild, was eine gute Frau oder einen guten Mann auszeichnet. Mittelalter, frühe Neuzeit, üppige Körperfülle war ein gutes und ein schönes Merkmal für gute Weiblichkeit oder für eine schöne Frau. Das ist heute ganz anders. Heute ist möglichst schlank gefragt. Ja? Oder auch Männlichkeit kann durchaus auch mit Demut oder mit Religiosität zum Beispiel sehr stark verknüpft gewesen sein. Der religiös sittsame Herrscher ist auch in der Moderne eher mit Weiblichkeit verknüpft worden, weniger mit Männlichkeit. Aber auch in der Politik, ja, also da, wenn Sie im politischen Raum, ist es heutzutage ja nicht mehr verwerflich, als Frau mit einem Hosenanzug ins Parlament zu kommen. Das war ein Skandal in den 50er Jahren, wenn weibliche Abgeordnete da nicht mit dem Rock gekommen sind. Das war nicht möglich. Das sind Kleinigkeiten, aber an diesen Kleinigkeiten zeigt sich doch ein Wandel im Frausein oder Mannsein. Nämlich, wir neigen dazu, die Erzählung der Moderne dann sehr häufig als Erzählung der eröffneten Möglichkeiten zu gestalten, also mehr Möglichkeiten für Frauen und für Männer. Ich glaube, dass das in diesem Fall wirklich stimmt. Es gibt seit den 60er Jahren viel mehr Wahlmöglichkeiten, das eigene Leben individueller zu gestalten, jenseits von vorgegebenen Geschlechternormen, sowohl für Männer als auch für Frauen. Für die Männer sind das die langen Haare in den 70er Jahren gewesen, das war vorher auch undenkbar. Also die Individualität kann stärker ausgedrückt werden. Da würde ich sagen, hat ein ganz klarer Wandel stattgefunden, aber auch im Bildungsbereich. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Also der Zugang zu Bildung hat sich angeglichen. Das heißt, zum Frausein, Mannsein gehört heute nicht mehr unbedingt verschiedene Stufen der Bildung oder sogar geschlechterspezifische Bildung, Frauenschule oder Mädchenausbildung. Das ist eigentlich, gibt es noch, aber das ist eigentlich nicht mehr Standard. Standard ist, dass Männer, Mädchen und Jungen, Mädchen und Frauen gleich ausgebildet werden und dann aber unterschiedliche Optionen daraus ziehen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und auch in der Arbeitswelt hat es sehr viele Angleichungen gegeben. Ganz modern ist jetzt eben auch Teilzeitarbeit für Männer. Wird nicht so oft genommen, aber
unter dem Aspekt, dass auch Männer für sich in Anspruch nehmen, individueller ihr Arbeitsleben gestalten zu wollen, wollen auch die weniger arbeiten und Teilzeitarbeit machen und noch andere Bereiche entdecken. Das würde ich auch als Elemente eines Frau- oder Mannseins heutzutage betrachten. Und insofern hat da ein Wandel stattgefunden. Kein Mann hätte in den 50er oder 60er Jahren darüber nachdenken können, Teilzeit zu arbeiten.